So, da sind wir. Und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes. Crimes and Punishments. Und damit ihr mich auch seht, kommt jetzt hier noch irgendwo eine Kamera reingeflogen. Jawohl. Ja. Der schwarze Peter. Der schwarze Peter war unser letzter Fall, der war sehr interessant und jetzt kommt das Rätsel auf den Gleisen. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, wir werden das splitten in den heutigen und in einen morgigen Stream. Morgen wird es, glaube ich, mehrere Streams gehen. Wir haben jetzt ziemlich kinderfrei, da denke ich mal, kann ein bisschen mehr hier ablaufen. Wonderful Good Evening, Mrs. Lucinda. Lucy Lucinda. Neuer Name. Und neues Icon, was ist das? Der Mond sieht aus wie ein Mond. So. Jetzt aber erstmal das Rätsel auf den Gleisen. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is. The one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Ah, wer ist das? Mycroft oder was? Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. Ich lese, wenn fertig ist, Lucy, ne? People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Tja. Das ist die Überschrift aus einem Buch. Warte mal, kann ich das irgendwo sehen? Lucy Lucinda. Lucy Lucinda. Nein, kann man scheinbar nicht. Warum nicht? Warum kann ich hier nicht auf den Namen klicken? Ist ja nervig. So. Der Köder kriegt erstmal Streichleinheit hier. Look after Mrs. Hudson for us, Toby.
Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Alter, diese Fette steht scheinbar immer am Fenster. Gott, ich hasse fette Leute. Sorry. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, Da kommt at er. last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. Archivkoffer. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Was ist denn da passiert? It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Sehr früh am nächsten Morgen. Lösungsrätsel und verschwundener Zug. Ein Bahnhof bei Nacht, ein ankommender Zug, ein außergewöhnliches Rätsel. Holmes und Watson Rückkehr aus dem Urlaub mit zu einer abenteuerlichen Geschichte. Verständnisvoll. Schön. Oh, ein Souvenir. Die Harpune, mit der der schwarze Peter getötet wurde. Tolle Souvenir. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Tatort untersuchen. Versuchen Sie das Gleisen in dem Gebiet, in dem der Zug verschwunden ist. Na denn. Okay. Hier geht's scheinbar... Ja. Hier geht's nicht weiter. Wie uns das Spiel eindrücklich erklärt. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible. Is it, Holmes? Das ist auch spannend. Ein verschwundener Zug. Gut, das ist hier... First of all, let us examine the area where the train disappeared. Na, dann nehmen wir mal diese Stelle unter Augenschein. Oh, hier doch schon durch. Hier ist doch nicht verschwunden, oder? This is the place where we saw the train vanish last night. There are no tracks or footprints on the ground. A discarded item, possibly thrown from the train. Railway sleepers, nothing unusual. Nee. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result.
Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. Dann muss ja jemand This diese Zuggeräusche investigation won't be vorgegeben haben. simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Also wir haben ja den Zug gehört und wenn da kein Zug gekommen The ist, whole train just disappeared. dann muss It's ja jemand unbelievable. Tut, Tut gemacht haben und irgendwie so ein Geräusch. Und dann so ein Licht gezeigt haben, weil das Licht war ja auch zu sehen. Also es muss ja jemand einen Zug imitiert haben, wenn der Zug verschwunden war. Oder nicht da war. Ist das rätselhaft. Was sagst du dazu, Lucy? So, gucken wir mal. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Hinweis an alle Bahnhöfe. Mr. Robinson befindet sich im Bahnhof Bridlington. Aha. Here is the train set. So, noch was. Linie Nottingham, London. Typ Zugliner Nummer 324. Zusammenstellung Lokomotive, Kohlewagen, erste Klasse. Wagen, Postwagen, Sonderwagen. Gebucht von Mr. Robinson, zweite Klasse Wagen. Aha. 6 Stück. Lok, Kohle, erste Klasse, Postwagen, Sonderwagen. Zweite Klasse. Aha, 6 Stück. Okay. Wissen wir schon mal ungefähr, wie der Zug ausgesehen haben sollte. Erfragen, die Zusammenstellung der verschwundenen Zuges lautet Lokomotive. Okay, wissen wir. Okay. A telegraph. Respekt an wen auch immer, der die Motivation hat, einen Zug zu imitieren. Wäre ich viel zu faul zu, aber jupp. Ja, aber muss ja. Einfach um die Zeit zu verschaffen. Allow Ne? me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? Na, I logisch. shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Also, es kann ja eigentlich nur gemacht worden sein, dass man erstmal an dieser Stelle hier sucht. Man entführt irgendwo einen Zug, was auch immer man damit macht, keine Ahnung, Nebengleis oder so. Und dann imitiert man an einer anderen Stelle, wo der Zug ankommen soll, dass der Zug da ankommt, dass alle erstmal da suchen. Also, mehr kann ich mir erstmal nicht vorstellen. Warum jetzt der Zug da genau entführt wurde. So, was ist er für ein Typ? Ey, hier gibt doch keine Hinweise, kann ich mir nicht erzählen. Ehrenbahnhofsvorsteher. Er ist ein richtig krasser Dude. Verheiratet. Erdspuren. Hätte mir wohl gewundert, wenn er am Kopf nichts wäre. Aber hier ist wirklich nichts. Doch hier. Graue Haare. Could you please give us any details about the train? Well, there's nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Haben wir schon. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not.
No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Okay. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Okay, also wir haben schon mal ein mögliches Motiv, nämlich da war ein sehr, sehr möglicherweise kostbarer Wagen dabei, der vielleicht ja irgendwessen Ziel war. Dieser Mann ist gut 60 Jahre oder etwas älter und seit langem verheiratet. Die frischen Erdspuren auf seinen Ärmeln offenbaren seine Leidenschaft für Gartenarbeit. Die Auszeichnung als Ehrenbahnhofsvorsteher zeigt, dass er hier schon sehr lange tätig ist. Aus all dem ist zu schließen, dass er am liebsten ein ruhiges und unaufgeregtes Leben führt. Also eher nicht der Typ, der Züge führt. Schön. So, was ist das hier? Railway postbags. Hier wird nichts. Hier ist irgendwo eine Karte, hat er gesagt. This map will be useful. So, Evesham haben wir da. Da geht's nach London. Und da ist Nottingham. Zwischendrin ist so eine Kiesgrube und ein See. Scheinbar. Okay. Dann untersuchen wir mal hier noch ein bisschen den restlichen Bahnhof. Was ist denn hier mit? Gerümpel. An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. This part is probably from a locomotive. Hilft mir jetzt nicht so weiter. Geht auch nicht weiter. Watson, Alter, willst du mich verarschen? Hau doch mal ab. Nee. So, dann da drüben drin. Sehe ich eigentlich, was ich hier antatschen kann, wenn ich diesen Blick drauf habe? Nö. Ich kann hier auch nicht antatschen. Vielleicht sehe ich es doch. Ich komme mit der Steuerung noch nicht so zurecht. Ach, guck mal hier. Mehrere Spuren, Radspuren. Traces. Let's take a closer look. Abmessen. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Erfahren. Dabei handelt es sich um ein abgerissenes Depot in der Nähe von Evesham. Dort sind noch Spuren eines schweren Fahrzeugs mit einer Spurweite von ca. 6 Fuß 7 Zoll zu finden, mit dem höchstwahrscheinlich Material transportiert wurde. Da müssen wir nochmal den komischen Typen fragen. Also ich bin bisher ein bisschen überfordert. Ein Zug verschwindet. Ein Zug.
Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Bridlington, okay. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Da gab es ein Problem, weswegen der Zug verspätet It appears abgang. that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Haben sie damit den Zug weggeschafft? Was mit dem LKW? Nee. Der Bahnhofsvorsteher von Evesham erhielt eine Nachricht, dass sich der Zug aufgrund von Problemen mit den Fahrgästen am Bahnhof von Bridlington verspäten würde. Da haben wir Bridlington. Richtung Nottingham. Das ist schon eine verzwickte Geschichte. Also gestohlene Schienenstücke, kein Schwung im Zug, Zug war schon mit allen Insassen. Sonderwagen. Bis jetzt passt hier noch nichts. Nee. Nee. So, dann mal ab nach Bridlington. Nächsten Bahnhof. Das klang eher so, als wenn da Sachen lagen, dass die sie neu gleich gebaut haben und irgendwo anders hingelegt haben, um den irgendwo abzufangen. Aber geht das so einfach? Also ich könnte kein Gleis bauen, aber keine Ahnung. So. Achso, der ist der Kutscher hier. Ah nee, da ist die Kutsche. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Er kommt ja nicht klar. Was ist das denn, Alter? Wütender Fahrgast. So, jetzt machen wir mal immer hier kicken. Spalt im Boden. Blatt Papier. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswertes. Maximal Deckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr verlängerbar. Mhm. Okay. Also ja, Mr. Robinson hatte was Teures dabei. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Da hast du recht. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. So, erstmal werden wir den ganz genau analysieren, den Typen. Jung, das habe ich auch gleich gesehen. Scheißt sich in die Hose, kommt als nächstes. Saubere Kleidung. Oh, ein Benutzerhandbuch für Bahnhofsaussteher. Vorschriften.
dreckige Pfoten. Tintenflecken. So schwer ist es nicht, oder? Man muss doch einfach nur so 2 Dinge immer im gleichen Abstand an den Boden packen, für jetzt auch Wetter zu fertig ist. Das ist doch wahrscheinlich so lange einfach, bis da so ein 100 Tonnen Zug drüber fährt, oder? Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Falsch. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. That is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Was denn für ein Telegramm? What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Bahnhof Chesterfield, Zulner, Ankunft U30, Abfahrt U35. Okay, das ist tatsächlich ein komisches Telegramm. Das hat so ein bisschen Robin-Mengel-Niveau. Grüße gehen raus, falls er gerade zuguckt. Chesterfield haben wir auch. Und wir haben einen Bahnhofsvorsteher. Der Bahnhofsvorsteher von Billington ist relativ jung. Er versucht seine Uniform sauber zu halten und seine Arbeit perfekt zu erledigen. Frische Tintenspuren an den Fingern seiner rechten Hand und der Vorschriftskatalog, den er bei sich hat, deuten darauf hin, dass er sehr eifrig ist und alles richtig machen will. Er hat den Anschein, dass er gerade erst die Ausbildung abgeschlossen hat und dies seine erste Arbeitsstelle ist. Don't touch anything, please. So, quatschen wir mit den Leuten hier. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Den muss ich erstmal zu Ende analysieren hier, den Typen. Arbeitsteilung. Billige Fahrkarte. Ehring. Wenn ich ja Albschreiben von den Texten nicht damals selber gelesen habe, von den Jungs unserer Klasse, ja, kann ich verstehen. Was ist eigentlich mit Noah Busch? Der hatte auch damals einen Aufsatz geschrieben, 2 Seiten. Anfang der ersten Seite fing der Satz an, Ende der zweiten Seite war der Satz zu Ende. Ein Satz einmal geschrieben.
Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night, I were on the train, as usual, with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Also der Kontrolleur scheint irgendwie was zu wissen oder damit zu tun zu haben. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. Das ist eine Entführung von Leuten. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Ganz schmalen Augen. Goodbye, sir. Spanier. Das ist ja Puerto Ricaner oder Mexikaner oder was? It's a scandal. An absolute outrage. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Ach, das ist Mr. Robinson, Kieger. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Das war einfach, obwohl man hier auch über so eine Handschriftname hat, glaube ich. Australischer Hut. Fettet Gesicht. Teure Kleidung. Schwerer Goldring. Oh. Schlangenhaut. Teure Schuhe. Krokodilleder, nein, meinetwegen. Hast du recht. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Aha, da war ein Firmenbesitzer am Zug. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. Chile. I had made an appointment Naja, with them. Now fast. they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Kai sagt Mexikaner oder Puerto Ricaner. Jetzt ein Chilenen. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. Ja, so siehst du I do aus. not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Train. Aus den Handtaschen wurden Schuhe. Ja. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman.
His interest in my invention was truly unexpected. So yes, Eine of course, falsche I agreed to Telegramm. see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed. Und dann fuhr So I der Zug chose ab. to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. According to this document, you have Fängt an insurance interessant for zu your werden. prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about Hat him. Sherlock clever The gemacht, ticket jetzt können wir inspector das. forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. I will not move from here. Hat clever gemacht. Das Gepäck von Robinson erstmal schön von ihm weggeholt. So, Thomas Robinson, dieser Mann ist auf jeden Fall reich und genießt einen hohen Status in der Gesellschaft. Das sieht man eindeutig an seiner teuren Kleidung und seinem goldenen Ring. Sein australischer Hut und sein Krokodillederstiefel verraten, dass er aus dem Ausland nach England gekommen ist. Höchstwahrscheinlich ist er auf einer Geschäftsreise. Den Händen und der Kleidung, die zu meines Zustand ist ein Facharbeiter. Er hat kein Gepäck und ist allein. Er reist nicht und ist auch nicht im Urlaub mit seiner Frau. Er fährt täglich mit dem Zug zur Arbeit und wieder zurück. Von daher dürfte er sich nicht nur mit dieser Linie und den Stationen gut auskennen, sondern auch mit den anderen täglichen Zugreisen. Interessant. Also der Fall fängt jetzt wirklich an, interessant zu werden hier. So, Chilen bleiben an Bord des Zuges. Unfall. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Controller könnte sie übersehen haben. Ja, rein zufällig, na klar. Chilenen an Bord gelassen. Die Besitzer der chilenischen Firma Barcazas wurden vollzählig an Bord des Zuges gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste auf die Chilenen aussteigen. Logisch. Haben wir noch was? Ach ja, eins muss ich drücken. Nee. Das ist interessant. Holmes, how is it even possible for a train to... Don't touch anything, please. Was ich mir jetzt frage, Lucy hat schon eine gute Frage gestellt, und zwar, warum soll man bitte, wenn man Menschen entführen will, den ganzen Zug entführen? Das geht doch einfacher. Also die Frage ist jetzt, sind die Chilenen die Entführten oder sind es die Entführer, die das Ding gedreht haben? Railway postbags. Aha. Mr. Robinsons Reisetasche. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Ach, hier wieder das Zylinder-Ding. Oh, diesmal schon 4. Was, wie muss ich das machen? Ach so, okay. So.
Jawohl. Geschäftsunterlagen. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Oh. Dies ist ein Exklusivvertrag Exclusive sales contract. über den Verkauf des Prototyps, der auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer Emerson Electric erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangelgewähr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson, is the seller. der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten. Egal, ob sie zuvor mit dem Käufer und/oder dem Verkäufer bekannt waren. Der Käufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung einer Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten. Der Rest ist innerhalb eines Monats zu bezahlen. Vertrag. Dieser Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototyps. Yet another exclusive sales contract. Exklusiv heißt doch nur für ihn. Haha, ist ein Betrüger. Der Verkauf des Prototyps auf autonome Weise Strom erzeugt. Der Käufer, Hongkong General Electric, erklärt sich am Einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangelgewähr und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas L. Robinson, der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit dem Prototyp, die nach dem Vertragsunterzeichnung auftreten, bla 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 bla. Und den Rest kennen wir schon. Dies ist ein Exklusivvertrag. Verkauf des Prototyps auf der Käufer Bar Casas Chile erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Mangelgewähr. Mr. Robinson is the seller. Warte mal. Ja, noch ein Exklusivvertrag an Madison General Electric. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Ist This seltsam. Robinson fellow seems suspicious to me. Ja, jetzt kommt er mir auch bekannt. Ziemlich. Aber ich glaube nicht, dass er was mit den Verbrechen zu tun hat. Ich glaube, dass der einfach nur andere Verbrechen begeht. So mal ganz nebenbei. So. Jawohl. Robinson ist ein Opfer. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson, auch wenn er den Betrug geplant hat, weil er viel mehr verloren als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht den Gesamtwert der Maschine. Naja. So, haben wir hier noch was zu suchen? Nee. Ah, hier, war ich auch noch nicht. Und hier gibt es auch überhaupt nichts. Gut, Lucy, dann müssen wir jetzt wohl mal nach Chesterfield. Lösen das Rätsel schon im Zug. Ja. Ab nach Chesterfield. Wie einfach eine Seite aufhat mit diesem Gleisrätsel. Chesterfield Train Station. This bin is full of empty bottles. Mhm. A fishing advertisement. Morsecode I Alphabet. had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. A telegraph. Ja, das ist ja deswegen so viele Fehler drin gewesen. Pennt der? How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Was ist das für eine Schnapsnase? Ah, his breath.
He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. Huh? What? The 18 hours 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Ja. Schnapsnase kann ich schon erkennen. Flachmann. Angelschnur. Morsecode konnte Sommer, kick an. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Dass er dann einfach, man setzt sich hin, macht die Augen zu und tada, schon Schäfer, sehr super in der Schule. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Stopp. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Nee. Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker, gestern war stark betrunken. Wo ist er denn? Da, der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker, die Farbe seiner Gesichtshaut und vor allem seine Nase weisen das ohne Zweifel. Trotzdem sieht es so aus, als ob sich seine Frau gut um ihn kümmert. Er ist faul, abgelenkt und ist offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit korrekt zu erledigen. Untersuchen Sie sorgfältig den Bahnhof von Chesterfield. Ah, will I ever get any peace? This Robinson fellow seems suspicious to me. Ach, meine Fresse, ey, was ist das für ein Fall? So, hier gibt es einen Hauch von nichts zu untersuchen. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Schloss knacken. Schon wieder. So eine Idee? Werkzeuge. Oh.
These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Boden, Kratzer, Bags were Spuren. recently dragged here. French wine, a remarkable vintage. Was macht ihr These da? bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Der Typ klaut nur, oder was? This Robinson fellow seems suspicious to me. Der Säufer, der klaut, was ist los mit ihm? Eine Draisine. Das könnte doch zum Beispiel genutzt worden sein, um das Licht zu machen. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? Der ist ja nicht verschwunden. Die war sich da, wo wir gedacht haben. Quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the Richtig, train Lucy, wir waren itself. auf dem richtigen Weg. But, oh, Holmes, I'm a little confused. This Robinson fellow seems suspicious to me. Also, Teile einer Draisine, keine Spuren vom Zug, sorgen dafür, der Zug war nie in Evesham. Zugexperiment. Die demontierte Draisine scheint mit unserem Rätsel zusammenzuhängen. Bauen wir die Draisine wieder zusammen, um zu sehen, ob man sich für einen Zug halten könnte. So. Ein Rad. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Was ist denn, was ich hier habe? Ach, das ist das Rad. Sorry. I should use the appropriate object here. Bewegen. Aha. Aha. Du aber. I should use the appropriate object here. Hier, da, Radachse. Eine Lampe jetzt noch, wa? Dass wir Licht sehen. Was ist das? Bremse. Wo kommt das Ding drin? Ist das die Lampe? I should use the appropriate... Kann ich mir aufnehmen. Den Holzrumpf stecken. I should use... Holzbrett, Mann.
Jawohl. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. So, erfragen. Nee. Hier, Eisenbahnersatzteile. Scheinwerfer mit Dynamo. Dampfpfeife. Ja, läuft doch. Alucid haben wir bisher ziemlich gut hingekriegt. Langer Stab. Feuerlöscher, was ich hier alles aufnehmen kann. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. Feuerlöscher. We shall need Richtig. a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. The steam whistle is ready to be used. Da haben wir das Ding zusammengebaut, Lucy. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. Das ist I am wirklich. somewhat in awe. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Sherlock. So. Also, Zugattrappe. Teile einer Draisine. Verschwand früher. Der Zug kam nie in Evesham an. Er verschwand bereits vorher. In Evesham selbst hat jemand eine Zugattrappe eingesetzt, die aus einer Draisine und Zugersatzteilen vom Bahnhof in Chesterfield bestand. So. Dann fragen wir nochmal den Saufkopf nach der Schippe hier. Halt, wo ist er? Ey, Penner. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean. Although, it might be easy to put them outside. Seems it might Ja, start ein raining fauler soon. Hund, ey. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. Ja, They wanted ein to paar lift the Arbeiter. edge of the railway to one of the stations on the line, so Alter, that the Schatten. water wouldn't come in too close. Da kommen Arbeiter und er gibt ihnen einfach das Zeug. So einen großen Zug kann man auch nicht so einfach verstecken, ja, hast schon recht. Stellt man sie nicht einfach so in die Garten. Who were these workers? Alter, er Schatten noch They hin. didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. Ja. They wasn't English. No, I don't Chilen believe so. wahrscheinlich. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Na toll. Ey, der Typ, der müsste sofort rausgeschmissen werden.
So, dann machen wir noch mal kurz Archiv und dann mache ich eine kurze Pause, wo ich mal kurz auf Klo muss. Archiv ist draußen. Nach alter Karte so. We must combine them properly. Kleine Karte bewegen. Hä? Ach so. Hier. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Aha, also noch 3 Anhaltspunkte. Untersuchen Sie das Nebengleis, das bei der Eisenbahnweiche beginnt, oder suchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham, was zum Steinbruch führt. Dann machen wir erstmal die Eisenbahnweiche und ich bin mal ganz kurz weg. Bis gleich. So, absolut. Der ist mit schuld, dass ein Zug verloren ist. Und um den Zug zu verlieren, muss man schon sehr inkompetent sein. Apropos, du kannst mir gerne noch ein bisschen was über den inkompetenten Schulleiter erzählen. Also, der lernt zwar wie eine Irre. Wir können gestern keinen Stream machen. Und dann findet das nicht mehr statt. Also schon doof. So, hier haben wir die gleichen Spuren. Ach so, oder sind das unsere Spuren? Ach, sind unsere Spuren, alles klar. Hab ich gesagt. The switch is rusted, but it still works.
Aha, man kann die also hier relativ leicht verstellen, die Weiche. Mhm. Da du nicht lang. Ja, ja. This road should go in the same direction as the... Was suche ich hier? Mines. This is interesting. Minen. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Okay, ja, das war ja relativ easy. Ab zu den Minen. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Holzbalken. Ja, ich versuche die Gleise zu erweitern. Alter, okay. Du hast gefragt, wo der Lehrer ist oder warum wir heute die Klassen haben, oder wolltest du jetzt von dem? A fake train. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Leere Stelle, Sprühen auf den Boden. Oh. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Geist Mine. Niemand hat die Schienenteile gestohlen und vorbringen, das fehlende Geiststück in die Mine zu ersetzen. Montag. Eingestürzte Mine, Steinhaufen, Päckchen. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sprengstoff? Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package.
Muss ich genau schießen. Dynamite. So, die Mine wurde gesprengt. Zug versteckt. Die Mine ist eingeschützt und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren worden war. Ja. Die Mine wurde mit Dynamit gesprengt, die man für sie vorsichtig zum Einschuss bringen. Ja, ne? Halt, da war was. Teilkasten. This box must be the safe. Let's open it. Alter. Da hätten in der Mission aber viele von. Oh, und so viele. Gar keinen Bock. Ist tatsächlich schlau, so eine Zucker. Ja, definitiv. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Neue Sicherheitshinweise an das gesamte Vehicle-Sicherheitspersonal. Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Barcazas-Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen dieser Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter des Caracal-Konsortiums mehr die Anlagen betreten. Der vorlegefähige Kaufvertrag wurde annulliert. Setzen Sie diese neuen Vorschriften um, geben Sie aber die Informationen nicht weiter, da sie vertraulich sind. Ah! Ja. Die Chilenen doch nicht schuld? Holmes, I don't understand. Why do you care so much about this business with the mines? So. Mexikaner gegen Chilenen.
Nee. Der Zug passierte Chesterfield. Im Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofs unterlegt ist und Fragen aufwirft, kam nie in Chesterfield an. Der Zug kam nie in Chesterfield an. Der Bahnhofsbesitzer war betrunken und seine Aussage zweifelhaft. Mhm. Warte mal, wir wollen mal auf die Karte gucken. Also der Bahnhof ist ja hier in die Minen, der Zug ist ja in die Minen gefahren. Zeigen wir mal die Karte hier. Also hier natürlich nichts. Nee. Chesterfield? Der kam nie in Chesterfield an. Der kam nie in Chesterfield an. Mann, ist das ein dummer Hund, ey, dieser. Der Zug ist von einer eingestürzten Mine verschüttet worden. Jawohl. Ich würde mal sagen, passt. So, dann wollen wir mal zu einem Telegrafen. Ich rufe gerade ein bisschen langsam, weil ich noch nie mal meine Bakewoods fasse. Oh, da ist Letzi. Wutzi. This suitcase contains my archives. We can consult with it. So. Wir wollen nach Chesterfield. Will I ever get any peace? Wo ist denn der Telegraph? Hau ab, Watson. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Augenblick. Es gibt zwei Firmen Barcasas aus Chile und Carcal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Minen der Firma Rea Coal kaufen. Das mexikanische Carcal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Barcasas-Gruppe mit Hilfe ihrer einflussreichen Verbindungen, sich den Zuschlag für den Verkauf der Minen zu sichern. Aha! Die waren also böse, die Chilen. Die waren böse und die anderen waren dann böse auf die Chilenen. Kein Gold, Mexikaner hängen kein Gold gegen die Chilenen, Geschäft steht Geschäft. Hä? Nee. Diebstahl, die Chilenen ließen den Zug verschwinden, so musste aber ins Boot zu gelangen. Nee. Nee. Das denke ich nicht. Der andere muss noch kommen. Also nur noch mal ganz kurz. Mit dem Robinson will ich noch mal reden. I will not move from here until I receive my refund. Don't touch anything, please. Der will ja nicht mit mir reden. Okay, dann können wir zum nächsten Bahnhof. Aber wir sind jetzt schon relativ dicht dran, Musik. Ich schwöre es. Erstmal meine Bakewoods oder so.
Die Mexikaner wollten sie einen Chilen rächen. Killen die Leute im Zug und fahren den Zug in der Mine. Mhm. Lecker. Ja, diese Baked Rolls sind echt die geilsten Chips, die es gibt. Ja, also die beste. So. Wo sind wir hier? Doncaster. Ach, das ist ja einer von den Brüdern. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Nee. Na, was hat er auf? Mexikanisch oder Chilenisch? This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Genau, Lucy. Das ist die radikalere Methode. So, ich glaube, das wird ein Sombrero, wa? Sieht so aus. Und nun komm, ey, der ist ja fast ganz, oder was? Jetzt aber. A Jawohl. greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. Nee. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Na, dann wissen wir jetzt Bescheid. Asha. Verbranntes Stück Papier. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Ah, das war bestimmt der die 37 gefahren ist. Der verdächtige Mann im Bahnhof von Doncaster rauchte Ricardo-Zigarren, teure mexikanische Mark von exzellenter Qualität. Er hat dort mindestens die letzten paar Tage verbracht. Jo. Was haben wir noch? Aber Lucy, langsam setzt hier das Puzzle zusammen hier.
Die haben auch keinen Bahnhofvorsteher oder was? Pferderennmagazine. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. Na toll. Der Bahnhofvorsteher hier, der hat... The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Der Bahnhofsvorsteher hatte scheinbar Schulden. Er wurde bestimmt beschissen wegzukriegen. Teure Radstände für Pferderennen. Lass mal den Typen nur noch 5. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Erfahren, ganz in der Nähe des Bahnhofs in Doncaster gibt es ein großes überflutetes Gebiet und einen alten Steinbruch. Er und der Besoffene gehen wir ein super Team ab. Ich quatsch gleich mal mit ihm. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Na dann, schauen wir uns mal an, was das für ein Pferdesucht hier ist. Melancholisch. Fehlender Knopf. Ringspuren. Oh, die alte ist doch schon weg. Zu viele Pferde gewettet. Boy. Keine Amtsuhr. Die hat er schon verkauft, oder was? Ach du Scheiße. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Der Zug ist so hier nie durchgekommen. Penner. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon. Addiction to Oh komm. what? Oh komm. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. Aber den hat er It is beschissen. obvious that we cannot inspect Also the quarry. bestochen. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson,
It seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Strand können wir uns mal angucken. Zu den Bahnhof von denken, dass du nach verdächtigen Gleisen hinweisen oder so in Küstenbereich des Sees finden Sie einen Mann, der im Vorderste von der Wasser Zigaretten raucht. Der Bahnhof steht von Doncaster ist in keiner guten Stimmung. Die leere Stelle an seinem Ringfinger und seine unsaubere Kleidung legen Vermutung nahe, dass er vor kurzem geschieden wurde. Offensichtlich fällt ihm das Leben der Erzählung nicht leicht. Seine Amtsurlaub fehlt, vielleicht hat er sie verloren oder sie wurde gestohlen. Oder er hat sie verpfändet, wenn er das Geld nicht haben sollte. 1A-Talent vom Boss, unfähige Menschis zu finden und zu engagieren. Da hat Lucy recht. Aber ganz ehrlich, ey, bei so einem Job hier, Bahnhofvorsteher auf einem der langweiligsten Bahnhöfe der Welt, ja, da würde ich auch Glücksspiel betreiben, glaube ich. Das ist doch einfach der größte Scheiß, den er hier macht, oder was? So. Holmes, I don't understand. Why do you care so much about this business with the mine? Wo ist dieser Typ hier? Watson, would you like some tea? No. Hat der hier gewohnt? Railway post bags. This post bag belongs to the station master. Na dann, Brief an Ehefrau. Alpine Street Busford, Nottinghamshire. Meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abbezahlen zu können. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaub mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotz dem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst, liebe Edward. Der kriegt Geld, nämlich, von diesen Mexikanern. Deswegen kann er die Hypothek abbezahlen auf immer. Der Schlawiner. Brief an Anwalt. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Anwaltskanzlei Corwell, Main Road, bla bla bla. In Antwort auf Ihren letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versehen, dass ich selber halt alle ausstehenden Raten zusammen für meine Stimme begleichen werde. Das war Edward Duff. Aha. Na, er ist ja ein ganz gewitzter. Mit dem quatsche ich jetzt hier nochmal. Ja, komm. Da darf ich ihn jetzt nicht drauf ansprechen, oder was? Doncaster-Vorsteher erhielt Geld. Der Bahnhofsvorsteher von Doncaster hat vor kurzem Geld erhalten. Er hat seiner Ex-Frau und seinem Anwalt Geldzahlungen zugesichert und sich Wettscheine gekauft, wo er eigentlich knapp bei Kasse ist. Er hat irgendwann mit dem Mexikaner auf sich, aber der ist ja hier nicht. Doch. Irgendwas aus Doncaster. Wo denn jetzt da? Der Zug passierte Doncaster, kam nie in Doncaster an, der Zug hat den Bahnhof von Doncaster passiert, der Bahnhofsvorsteher hat darüber berichtet, der Zug kam nie in Doncaster an, der Bahnhofsvorsteher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet, möglicherweise wurde er mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Gucken wir uns nachher nochmal an. Muss ich nochmal kicken, wo Doncaster jetzt genau liegt auf der Karte. Jetzt müssen wir mal gucken. Finden Sie den Mann, der im Badeshafen von Doncaster Zigaretten geraucht hat. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone.
Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Wie de Chile. Falten. Mexiko, Mann. Mexiko. Tolle Kleidung. Teure Zigarre. Kampfsport. Kräftiger Körperbau. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Die Zigarre, mein Freund. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Du sie noch da? I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Richtig. So. Wo ist er? Der Penner. Da. Der recht teure Zigarrenmarke, die er raucht und seinen Kleidern nachzuurteilen, ist der Mexikaner ein wohlhabender Mann. Ein starker Tabakgeruch umgibt ihn und seinen starken Atem deutet darauf hin, dass er zumindest in den letzten Tagen sehr viel geraucht hat. Seine handrückende Gürtel und voller Spiegeln war typisch für jemanden ist, der seit langem Kampfsport betreibt. So, wir müssen jetzt noch einmal auf diese Nebengleis hier und zum Strand. Da gehen wir als erstes hin. Mal kicken, dann müssen wir da bald haben. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster Station. It doesn't look like a very good place to rest. Holmes, I don't understand. Why do you care so much about this business? These traces were made by carriage. Look. Na, 6, 7? Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Ja. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Da ist das Ding aus Evesham. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake Richtig. were from the same vehicle. Die Spuren am Sehen relativ frisch. So. Schweres Transportfahrzeug. Nee. Sondern, nee. Hä? Nee. So. Kein Groll, genau. Wütende Mexikaner. Die mexikanische Firma Caracal ist nicht gut auf die chilenische Firma Barcasas zu sprechen. Die Chilenen haben den Zuschlag für die Via Coal-Minen erhalten, wo bereits eine Firma Mexikaner bestand. Mexikanische Fall. Die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zuges geblieben sind. Aus diesem Grund wurden alle Fahrgäste auf die Chilenen aufgefordert, den Zug zu verlassen. Richtig.
Passierte Doncaster, der Zug hatte den Bahnhof von Doncaster passiert, der Bahnvorsteher hat darüber berichtet, kam ihm Doncaster an. Achso, da müssen wir noch entscheiden. Machen wir noch. Jetzt kicken wir uns hier erstmal um. An advertisement for lake cruises. Seeausflug, Werbeplakat. This place was abandoned fairly recently. Hier haben die ihr Lager aufgeschlagen, oder was? Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Las A Zarpas. label with the name Las Zarpas. Im Archiv, eine Plakette mit der Aufschrift Las Zarpas, die am Strand des Sees gefunden wurde. Stranduntersuchung abgeschlossen. Also jetzt bin ich verwirrt. Ich hatte jetzt die ganze Zeit daran gedacht, dass der Zug in der Mine gefahren ist, aber haben die den jetzt in den See gefahren? An abandoned gypsy caravan. Gleise legt hier schnell zack in den See, oder was? Bloß ich glaube, das war mit der Mine irgendwie nicht so. So. Las Zarpas. My search should be focused upon the name Las Zarpas. Enzyklopädien. Aha, Las Zarpas Bargeldtransporte. Die Wagen von Las Zarpas sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zarpas gehört zu dem mexikanischen Konsortium Carasal, das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistung und Bergbau aktiv ist. Here it is. Okay. Carasal aus Mexiko hat Wagen. Die mexikanische Firma Carasal für die Transportschiffe der Firma Las Zarpas für Schiffstransporte spezialisiert hat. Schweres Transportfahrzeug. Das haben wir kürzlich Wagen auf den See eingesetzt, vermutlich um etwas sehr Schweres zu transportieren. Das ist alles. Also wir wissen jetzt schon mal, wer es war. Wir wissen schon mal, wer es war. Iron Bank ist überhaupt richtig? Was ist das für... Was soll ich machen? Was soll ich untersuchen? Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen dem Bahnhof und Stadtviertel Island zum Steinbruch führt.
Nee, hier ist nichts. Wo ist denn dieses Nebengleis jetzt? In Chesterfield oder in Doncaster? Hier nicht weiter. Ach, hier. This railway branch should lead to the quarry. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The switch is rusted, but it's... The railway ends here. That is strange. Da haben sie es abgebaut, die Gleise. Bei der Mine hingesetzt oder beim See? Ach, hier. Gleisen und Steinbruch. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Oder jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück in der Mine zu ersetzen. Der Zug ist von einer eingestürzten Mine verschüttet worden. Ich bin mir noch ja nicht sicher, wie das alles abgelaufen ist. Alles in den Gleisen Steinbruch. Könnte gesungen sein, dazu könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Nein. Dazu kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebel das ein Stück fehlt. Passierte Doncaster oder passierte Doncaster nicht? Warte mal, dann muss ich jetzt noch mal gucken auf die Karte. Lucy, du musst mir helfen. Doncaster, nie, bis dahin kam der doch nie, oder? In Chesterfield? Also wenn er zur Mine fahren ist, dann natürlich nicht. Jetzt haben wir aus Chesterfield für Chesterfield war der Besoffene, ne? Beim Bahnhof von Chesterfield wurden die Werkzeuge gestohlen. Ja, das ist halt die Frage. Wenn er in die Mine
Gegangenes Jahr. In Chesterfield haben wir diese Attrappe. Also ich würde ja fast sagen die Minen, aber keine Ahnung. Versuchen wir mal. Robinsons Motiv, Robinson ist ein Opfer. So, passierte kam nie in Doncaster an. Mexikaner, Zug verschüttet. Mal gucken. Mexikaner, Zug verschüttet. Es war sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und brachten die Mine mit dem Zug darin zum Einsturz, damit keine Spuren für ihre Tat zurückblieben. Blinde Justiz. Das Verbrechen der Mexikaner an den Chilenen hat viele Leben gekostet. Kontaktieren Sie das Trat, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann, selbst wenn es zu einem internationalen Konflikt kommt. Sache der Polizei, solche kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Lassen die Mycroft das Problem lösen, auch wenn er dafür längere Zeit benötigt und seine Zwecke ausnutzen dürfte. Ja. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. No, I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dig out the mines. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Bin ja mal gespannt. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away, wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking. Can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Der ist schon richtig im Arsch, der Typ. Da, guck mal. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! So, was muss ich jetzt machen? Holmes, I had to do it. It is all right, Watson.
He got what he deserved. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. After I returned from Afghanistan, I vowed never to take another human life. Watson, you did in fact save a life. You should focus on that. Now come, there is still much to do. Das ist falsch gewesen. Mann. Die richtige Entscheidung wäre gewesen, da das Ding da in so einem komischen Dings versenkt wurde. Mann. Aber woher soll man das denn wissen? Also die Mine wurde einfach so zum Einsturz gebracht. So. Doncaster. Wurde versenkt. Mexikaner Zug versenkt. Ach Mensch. Habe ich den nochmal korrigiert? Halt überspringen? Hallo. Watson, we know that the Barkazas Company directors... But how do you intend to prove... Well... So, wollen wir den mal versuchen, nicht zu töten? Also, mit der Mine hat man nicht recht. Ich weiß aber noch nicht so richtig, wie man darauf hätte kommen sollen. Die haben sie einfach nur so gesprengt. Ah, wahrscheinlich wegen diesen 6 Fuß. Und an der Mine waren nur 4 Fuß. Gentlemen, you are under arrest. Naja. Caramba! You Caramba. traitor! You double-crossed me! Hahaha. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our city room, and not with you wearing a blindfold. Und diesmal ist es grün. Dieses Karamba ist das Geilste, ne? Ja, gut, okay. Haben wir gemacht. Schade. Heute ein Fehlerchen gemacht. Gut, wir hätten die richtigen inhaftiert, aber ja. War trotzdem ein kleiner Fehler drin. So. Der nächste Fall, das Blutbad. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Für heute ist es aber erstmal genug. War ein geiler Fall. Und morgen geht's dann weiter. Lucy, du hast bestimmt immer noch nicht dieses Video geguckt, ne? Von dem Spiel, was quasi in 16 Minuten rauskommt. Da kannst du mir natürlich auch keine Meinung zu geben, denn naja, gut. Ich bin erstmal für heute weg. Ich brauche ein bisschen Schlaf. Bis dahin sagt der Flo da jetzt trotzdem ciao, ciao und habt das schönes Nächtchen.